Hi, ich bin Daniela und ich mache die Shopröster-Trainings hier bei Probat. Ja, wir sind hier im Showroom, weil das der Platz ist bei Probat, wo ich am allerliebsten bin, wo ich mich austoben kann, wo ich eigentlich das machen darf, wozu ich berufen bin. Wozu bist du berufen? Ich bin dazu berufen, den Leuten Kaffeerösten näher zu bringen, auf unseren Ladenröstern und die so ein bisschen in die Welt des Kaffees einzuführen und denen zu zeigen, was alles möglich ist mit unseren Maschinen. Ja, hättest du mich das vor 20 Jahren gefragt, ob das mein Traumberuf ist, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, weil ich wollte nie Lehrer werden. Aber jetzt, gerade in dem Moment, möchte ich überhaupt nichts anderes mehr machen. Du hast in der Kaffeeszene alles. Du hast Leute von absolut gepierst, mit langem Bart, mit Tattoos, bis hin zu Menschen, die Quereinsteiger sind, die vorher in der Bank gesessen haben. Es ist total breit gefächert und du kannst sie auch nicht in Schubladen stecken. Also das sind immer andere Menschen mit anderen Ideen, mit anderen Hintergründen und ich glaube, das macht es auch so unheimlich spannend und super schön. Das, was mir am meisten liegt, ist, wenn ich Trainingskurse machen kann. Entweder hier bei uns in kleinen Gruppen oder dann, was natürlich noch viel spannender ist, vor Ort beim Kunden oder auf Messen zeigen, was wir können und natürlich auch zeigen, was für Know-how bei uns in der Firma eigentlich zugrunde liegt, damit wir die Maschinen so bauen können, wie wir sie bauen. Und das ist das, wo ich eigentlich sage, selbst jetzt nach 20 Jahren, ich lerne immer noch wieder Neues, es gibt immer noch wieder neue Denkansätze und das wird nicht langweilig. Und das ist das, was das so besonders bleiben lässt und hoffentlich auch so einfach noch weitergeht über die nächsten Jahre. Es gibt absolut viele Highlights. Also ganz besonders für mich natürlich sind Reisen in andere Länder, wo ich zum Beispiel privat nie dran gedacht hätte, ist, dass ich mal nach Indien komme, dass ich mal nach Vietnam komme und da zu sehen, nicht nur wie die den Kaffee machen, sondern auch in die Kulturkreise einzutauchen. Japan fällt mir ein. Das sind alles so Sachen, wo du so denkst, oh Wahnsinn. Und wenn man dann sieht, dass da oftmals dann Sachen dabei sind, gerade im Kaffee, wo du so denkst, hätte ich nie gedacht, wäre ich nie drauf gekommen, das mal auszuprobieren. Und das sind wirklich so die schönen Dinge, wo ich dann auch sage, privat dann reisetechnisch ging es dann eben hinterher auch schon mal nach Singapur, weil es beruflich einfach so schön war, da zu sein, dass ich gesagt habe, das muss ich mir nochmal angucken. Ich hatte damals, als ich hier angefangen bin, habe ich mir 5 Jahre gegeben, habe gedacht, ich gucke mir das mal eben an, mal sehen, ob mir das gefällt. Bin dann gewechselt in diesen Trainingsbereich und da ist es wirklich so, du wächst mit dem, also ich hätte nie gedacht, dass es mir so leicht fällt, vor so einem großen Publikum zu sprechen und dass es dann auch wirklich so viel Spaß macht, den Leuten dieses Wissen weiterzugeben, dass man auch, selbst wenn man hypernervös ist, weil Sachen anders stattfinden, als man die eigentlich geplant hat, dass man dann trotzdem sagt, oh, das war aber richtig geil, da möchte ich mehr von. Das ist so eine Sache, da wächst man tatsächlich rein in die Situation und ja, das hat mich als Mensch natürlich auch absolut weitergebracht. Also du darfst, also wenn du sowas machst und du machst mit mir ein Training und du stellst mir eine Frage, also ich habe gestern die Leute um 4 nach Hause geschickt, weil ich genau weiß, irgendwann ist Ende, die können nichts mehr aufnehmen. Wenn es nach mir geht, also ich könnte denen da noch ganz viel zu erzählen, aber ja, macht halt Spaß, ne? Ich würde auf alle Fälle Leuten, die Lust haben auf was Neues, auf einen spannenden Job, auf alle Fälle würde ich denen empfehlen, sich hier zu bewerben. Man sollte mutig sein, Neues kennenzulernen und nicht unbedingt nur in Schubladen zu denken und natürlich auch einfach Lust und Bock auf Kaffee haben. Ja, 2, 3 Sätze, um Probat zu beschreiben. Es ist ein, großes, familiengeführtes Unternehmen, in dem man sich tatsächlich, wenn man möchte, zu Hause fühlen kann, wo man auch länger bleibt, als man das eigentlich geplant hat und mit dem ich mich auch identifiziere, wo ich sage, doch, das ist nicht nur mein Arbeitgeber, das ist, ja, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber auch so meine berufliche Familie, in der ich mich sehr wohlfühle. Viele sagen Probat, die anderen sagen Probat. Mir ist es eigentlich egal, Hauptsache sind wir. Das ist gut. Also, ja, nee. Für mich war das echt ein riesen Glücksgriff.